Hallo zusammen und herzlich willkommen. Heute knacken wir gemeinsam den Code für die deutsche Sprache, und zwar mit den 20 allerwichtigsten Verben. Wenn ihr die drauf habt, dann habt ihr echt den Schlüssel in der Hand, um so gut wie jedes Alltagsgespräch zu starten. Also, fangen wir an. Bestimmt kennt ihr das, oder? Man fragt sich, wo soll ich nur anfangen? Die Grammatik wirkt wie ein riesiger Berg und der Wortschatz unendlich. Aber was wäre, wenn es da so eine Art Abkürzung gäbe, um sofort loslegen zu können mit dem Sprechen? Die Antwort ist tatsächlich viel einfacher, als man denkt. Man fängt einfach mit den grundlegendsten Bausteinen an. Stellt euch diese 20 Verben mal wie das Fundament für ein Haus vor. Damit könnt ihr Wünsche, Handlungen, einfach alles ausdrücken. Im Grunde die Essenz von jeder Unterhaltung. Genau, das sind sie. Eure 20 Schlüssel zur deutschen Sprache. Jeder einzelne davon öffnet eine Tür zu neuen Gesprächen. Schauen wir uns mal an, wie die funktionieren und wie man sie richtig einsetzt. So, hier ist die Liste. Schaut mal drauf. Gehen, kommen, essen, trinken. Merkt ihr was? Das sind alles Dinge, die wir jeden Tag tun. Total alltäglich. Um die jetzt zu meistern, teilen wir sie in 2 Gruppen auf. Das macht es einfacher, die Muster zu verstehen. Es gibt nämlich die einfachen, regelmäßigen und die, etwas trickreicheren, aber super wichtigen, unregelmäßigen Verben. Fangen wir mal mit der guten Nachricht an. Ein Großteil dieser Verben folgt einem ganz simplen, total vorhersehbaren Muster. Und das Tolle ist, sobald ihr dieses Muster einmal kapiert habt, könnt ihr Dutzende andere Verben auch richtig konjugieren. Nehmen wir zum Beispiel das Verb machen. Was bedeutet jetzt regelmäßig? Ganz einfach. Der Verbstamm, das ist hier mach, der bleibt immer, wirklich immer gleich. Nur die Endung hinten dran, die ändert sich je nach Person. Und genau das ist der ganze Trick. Okay, lasst uns das mal zusammen ganz langsam durchgehen. Achtet wirklich nur auf die Endungen. Sprecht am besten laut mit: Ich mache, du machst, er, sie, es macht. Seht ihr? Der Stamm mach bleibt total stur. Und weiter geht's: Wir machen, ihr macht, sie machen. Das ist es schon. Das ist das Grundmuster, das ihr für unzählige Verben verwenden könnt. Und hier sehen wir das Ganze mal in Action, in einem Satz aus einem berühmten Märchen. Zusammen machen die Tiere Musik. Die Tiere, das ist ja die Mehrzahl, also Plural. Deshalb nehmen wir die Endung en, genau wie bei wir oder sie. Ihr seht, das Muster passt perfekt. Okay, um das zu festigen, nehmen wir direkt noch ein Beispiel. Lernen. Der Stamm ist hier lern. Und es folgt haargenau demselben Muster. Mach wieder mit. Ich lerne, du lernst, er lernt, wir lernen, ihr lernt, sie lernen. Ziemlich einfach, oder? Und hier ein super praktisches Beispiel, das ihr vielleicht selbst bald sagt: Wir lernen Deutsch seit einem Jahr. Da ist sie wieder, die Wir-Form mit der Endung en. Dieses Muster, Leute, ist wirklich euer bester und zuverlässigster Freund beim Deutschlernen. So, und jetzt kommen wir zu den Ausnahmen. Aber keine Panik. Unregelmäßige Verben sind nicht unbedingt schwieriger, sie sind, einfach ein bisschen anders. Und weil man sie ständig benutzt, hat man die ganz schnell im Gefühl. Hier seht ihr den Unterschied auf einen Blick. Links bei machen, da bleibt der Vokal A immer gleich. Machst, macht. Aber rechts bei sprechen, da passiert was. Das E verwandelt sich in ein I. Aus sprechen wird sprichst. Und genau das, ist der ganze Zauber, der Vokalwechsel. Schauen wir uns Sprechen mal genauer an. Die Regel ist eigentlich ganz simpel. Dieser Vokalwechsel von E zu I, der passiert nur an 2 Stellen, bei du und bei er, sie, es. Alle anderen Formen sind wieder ganz normal, also regelmäßig. Lasst uns das mal zusammen langsam und ganz deutlich aussprechen. Achtet auf den Klang. Zuerst, ich spreche, ganz normal. Und jetzt kommt's. Du sprichst, er spricht. Hört ihr diesen Wechsel? Danach ist wieder alles wie gewohnt. Wir sprechen, ihr sprecht, sie sprechen. Es sind wirklich nur diese 2 Formen, die man sich merken muss. Hier ein super Beispiel. Bitte sprechen Sie langsam. Das ist die höfliche Anrede mit Sie. Und wie wir gerade gelernt haben, ist die Sie-Form ja ganz normal, also regelmäßig. Passt also perfekt. Okay, nächstes wichtiges, unregelmäßiges Verb: sehen. Hier passiert was ganz Ähnliches. Es gibt auch einen Vokalwechsel, aber diesmal wird das E zu einem I. Und, ganz wichtig für die Aussprache, dieses I klingt wie ein langes I. Probieren wir es wieder zusammen aus. Ich sehe. Und jetzt die Veränderung: Du siehst. Er sieht. Achtet auf dieses lange I. Und danach ist der Spuk auch schon wieder vorbei. Wir sehen, ihr seht, sie sehen.
Ehrlich, wenn ihr dieses Prinzip mit dem Vokalwechsel verstanden habt, habt ihr die größte Hürde bei den unregelmäßigen Verben schon geschafft. Okay, die richtige Form zu kennen ist die eine Sache. Aber die richtige Aussprache? Das ist die andere Hälfte der Miete. Und die ist super wichtig, damit ihr natürlich klingt und auch gut verstanden werdet. Und die Forschung bestätigt das auch. Hier zum Beispiel wird erklärt, dass das Üben mit echten Materialien, also zum Beispiel mit kurzen Videos, extrem viel bringt. Es hilft euch nicht nur flüssiger zu werden, sondern es macht auch einfach mehr Spaß und man will weitermachen. Aber warum ist das so wichtig? Naja, man kann sich das so vorstellen. Jede Sprache hat ihre eigene Melodie, ihren eigenen Klang. Und wenn ihr viel Deutsch hört, trainiert ihr euer Ohr genau für diese Melodie. Das hilft euch dann nicht nur beim Verstehen, sondern auch dabei, dass ihr selbst viel natürlicher und flüssiger klingt. Und jetzt kommt eine der wichtigsten Ausspracheregeln im Deutschen überhaupt. Der Unterschied beim Ch-Laut. Hört mal ganz genau hin. Sprechen. Fühlt mal, wo der Laut herkommt. Eher von vorne im Mund, er ist ganz weich, das ist der Ich-Laut. Und jetzt im Vergleich machen. Spürt ihr den Unterschied? Der kommt von weiter hinten, aus dem Rachen. Das ist der Ach-Laut. Die Regel ist, nach hellen Vokalen wie I, E, Ü kommt der weiche Ich-Laut. Nach dunklen Vokalen wie A, O, U kommt der harte Ach-Laut. Sprecht es nochmal nach. Sprech, Shin und Mach, N. Das ist ein kleiner Unterschied, der für Muttersprachler aber einen riesigen Unterschied macht. Los geht's! Wir üben heute wichtige deutsche Verben. Gehen. Ich gehe. Du gehst. Er, sie, es geht. Wir gehen. Ihr geht. Sie gehen. Sie gehen. Gut, kommen wir zum nächsten Verb. Kommen. Ich komme. Du kommst. Er, sie, es kommt. Wir kommen. Ihr kommt. Sie kommen. Sie kommen. Sehr gut. Mach einfach ruhig weiter. Machen. Ich mache. Du machst. Er, sie, es macht. Wir machen. Ihr macht. Sie machen. Sie machen. Alles klar bis jetzt? Dann geht's weiter. Wohnen. Ich wohne. Du wohnst. Er, sie, es wohnt. Wir wohnen. Ihr wohnt. Sie wohnen. Sie wohnen. Super. Noch ein Verb. Lernen. Ich lerne. Du lernst. Er, sie, es lernt. Wir lernen. Ihr lernt. Sie lernen. Sie lernen. Sehr schön. Das war Teil 1. So, jetzt die nächsten 5 Verben. Arbeiten. Ich arbeite. Du arbeitest. Er, sie, es arbeitet. Wir arbeiten. Ihr arbeitet. Sie arbeiten. Sie arbeiten. Gut gemacht. Jetzt kommt das nächste Verb. Spielen. Ich spiele. Du spielst. Er, sie, es spielt. Wir spielen. Ihr spielt. Sie spielen. Sie spielen. Na, alles klar bis jetzt? Dann weiter. Kaufen. Ich kaufe. Du kaufst. Er, sie, es kauft. Wir kaufen. Ihr kauft. Sie kaufen. Sie kaufen. Sehr gut. Bleib dran. Trinken. Ich trinke. Du trinkst. Er, sie, es trinkt. Wir trinken. Ihr trinkt. Sie trinken. Sie trinken. Und jetzt noch eins. Essen. Ich esse. Du isst. Er, sie, es isst. Wir essen. Ihr esst. Sie essen. Sie essen. Perfekt. Das war Teil 2. Weiter geht's mit Teil 3. Lesen. Ich lese. Du liest. Er, sie, es liest. Wir lesen. Ihr lest. Sie lesen. Sie lesen.
Sehr schön. Kommen wir zum nächsten Verb. Schreiben. Ich schreibe. Du schreibst. Er, sie, es schreibt. Wir schreiben. Ihr schreibt. Sie schreiben. Sie schreiben. Du machst das gut. Sprechen. Ich spreche. Du sprichst. Er, sie, es spricht. Wir sprechen. Ihr sprecht. Sie sprechen. Sie sprechen. Alles okay? Dann weiter zum nächsten Verb. Sehen. Ich sehe. Du siehst. Er, sie, es sieht. Wir sehen. Ihr seht. Sie sehen. Sie sehen. Super. Noch ein letztes Verb in diesem Teil. Fahren. Ich fahre. Du fährst. Er, sie, es fährt. Wir fahren. Ihr fahrt. Sie fahren. Sie fahren. Klasse. Das war Teil 3. Jetzt die letzten 4. Fast geschafft. Laufen. Ich laufe. Du läufst. Er, sie, es läuft. Wir laufen. Ihr lauft. Sie laufen. Sie laufen. Sehr gut. Weiter geht's. Schlafen. Ich schlafe. Du schläfst. Er, sie, es schläft. Wir schlafen. Ihr schlaft. Sie schlafen. Sie schlafen. Noch alles klar? Dann machen wir weiter. Helfen. Ich helfe. Du hilfst. Er, sie, es hilft. Wir helfen. Ihr helft. Sie helfen. Sie helfen. Super gemacht. Jetzt kommt das nächste Verb. Nehmen. Ich nehme. Du nimmst. Er, sie, es nimmt. Wir nehmen. Ihr nehmt. Sie nehmen. Sie nehmen. Und zum Schluss noch ein wichtiges Verb. Geben. Ich gebe. Du gibst. Er, sie, es gibt. Wir geben. Ihr gebt. Sie geben. Sie geben. Sehr gut gemacht. Jetzt kennst du 20 wichtige deutsche Verben. Übe sie einfach noch einmal. Okay, fassen wir mal alles zusammen. Wie könnt ihr dieses ganze Wissen jetzt nutzen, um wirklich ins Sprechen zu kommen? Es gibt da einen ganz einfachen 3-Schritte-Plan. Also, erstens, erkennt die Muster. Paukt einfach die Endungen der regelmäßigen Verben, bis sie sitzen. Zweitens, meistert die Ausnahmen. Fokussiert euch auf den Vokalwechsel bei den wichtigsten unregelmäßigen Verben, wie eben sprechen und sehen. Und drittens, und das ist wirklich das Allerwichtigste, übt laut. Sprecht die Konjugationen und die Sätze immer wieder laut nach, bis sie sich ganz natürlich anfühlen. So, und jetzt seid ihr dran. Mit diesen Mustern und den 20 Verben habt ihr jetzt das Rüstzeug, um sofort loszulegen. Was wollt ihr sagen? Vielleicht ich lerne Deutsch oder ich spreche ein bisschen Deutsch. Die Frage ist jetzt nicht mehr, ob ihr anfangen könnt zu sprechen, sondern nur noch, welchen deutschen Satz bildet ihr als allererstes?